So, wir sind hier von KlimareporterInnen am Schottentor bei einem der Sammelpunkte und wir interviewen Schüler und Schülerinnen und Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Warum seid ihr heute da? Also, wir wollen eine Zukunft. Ja, wir wollen auch, dass unsere Kinder die schöne Welt so genießen können, wie es jetzt heute ist. Wir wollen auch, dass es die echte Natur, die es schon seit Ewigkeiten gibt, da ist. Es ist unfair, dass einige Menschen einfach alles zerstören, was schon seit Millionen oder Tausenden Jahren schon existiert. We don't want the Earth's temperature to rise above 1.5 degrees. We also want all the countries to agree to the Paris Agreement, in which basically in this agreement it just says that we all have to take more care of our planet and stop wasting fossil fuels and stop burning so much unnecessary fuel that will just cause even more CO2 in our air, and it just ruins our planet and our trees and lakes and everything. Warum bist du heute da beim Klimastreik? Ja, es geht halt um unsere Zukunft und keine Ahnung, wie viele Leute hier es labern. Und was ist genau Zukunft für dich? Also was stellst du dir da vor oder was ist dir wichtig? Jetzt sterben viele Tiere aus durch diesen Klimawandel und ja, ist halt unnötig. Wir sind heute hier, weil es um unsere Zukunft geht und wir jungen Menschen sind die eigentlich dafür sorgen sollten, dass der Klimawandel nicht weiter ausgeprägt wird. Es ist unsere Zukunft und nur weil jemand etwas nicht dafür macht, sollten wir auch nicht sitzen bleiben und schauen, dass irgendwer etwas unternimmt, sondern sollten wir selber etwas dafür machen. Deswegen sind wir da. Here on Heldenplatz in Vienna, I would like to ask you, why are you here today? Why did you decide to participate? Yeah, so I'm from Australia and I think it's just really important that we come here to support the Austrian people. And what are the impacts of climate change you're feeling, or why is this so urgent or so important to you? In particular from Australia, if you've heard of the Great Barrier Reef, parts of our environment are dying and sadly they're not going to be able to be regenerated, and I think it's really sad that in the future the kids of today aren't going to be able to experience that like we got to experience. So, Okay. Is there something you are doing personally about climate change, either through political engagement or individual choices? definitely the way I eat. I don't consume any animal products. I did a lot of research into sort of animal agriculture and whatnot. Das Problem, das wir sehen, ist nicht ein individuelles. Ja. Du hast ein, was weiß ich, Jeep oder du hast einmal zu viel bei McDonald's gegessen oder sonst irgendwas, sondern es ist eines, was wir kollektiv als Menschheit haben, was mit dem System zusammenhängt, das sich entwickelt hat, wo alle unsere Ressourcen nur mehr als eine Ware gesehen werden, wo es nur mehr um die Profitoptimierung geht, wo die Menschen nur mehr ein Kostenpunkt sind. Obviously, we would like to change a lot of things within politics and work towards more of a social democracy. And sadly, we're in a very capitalist society, and how we pay is how we vote, basically. Climate justice! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? 19.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben unsere Unterstützung unterschrieben. Die Wissenschaft wird ignoriert, die Politik hat's nicht kapiert. Wir stehen auf, denn es ist Zeit, wir fordern jetzt Klimagerechtigkeit. I'm from the International Institute for Applied Systems Analysis, which has provided science that actually helped understand what climate change is, what the problem is and how to solve it. And now this is a very special moment because finally people are rising, because also the public now understands what science actually has been saying for 30 years. And we have great hope that this will be a turning point. As scientists, we're very concerned because we know that the cost of adaptation in the future is going to be much, much greater than the cost of mitigation now. If you were to have a say in politics, if you could decide where climate politics should go, is there any measure, science that should
get out there that should be implemented from your point of view? Well, basically, so far, no political party has won putting climate change as a priority. So hopefully that will be changing now. But it's very clear that for politicians, there is no interest because they are only elected for a few years, and this is a long-term problem. So we've got to face the reality that and hold politicians accountable, that they don't just think about their careers and what could be popular, but about the future. And I think everyone needs to ask themselves who they're voting for, whether they make climate change first. Put climate change first, and if people are demanding for that, politicians will follow, but politicians will not do it. We have to demand it. Warum seid ihr heute da beim Klimastreik? Ich meine, es liegt in unserer Hand, die Klimaerwärmung zu stoppen. Wir müssen das tun, um unseren nachfolgenden Generationen eine Erde hinterlassen, die lebenswert ist. Ja? Letztlich, das ist ein Gebot der Menschlichkeit und der Vernunft letztlich. Ja? Und vor allem, es betrifft ja uns, weil wir als junge Generation, wir sind ja mehr oder weniger die Zukunft. Und wenn wir jetzt nichts ändern, dann ist es vielleicht schon zu spät. Danke. Und wie betrifft euch Klimawandel? Ja, also wir engagieren uns politisch, wir verwenden Fahrräder, öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt halt zwei Ebenen, auf denen das ist. Eine persönliche und eine politische. Ich versuche auch so wenig Plastik beispielsweise wie möglich zu nutzen und esse auch relativ wenig Fleisch. Habt ihr konkrete Forderungen an die österreichische Politik zum Thema Klima? Also es würde nicht schaden, mal die Forderungen des Pariser Klimaabkommens, wer ist das genau, umzusetzen. Ja, es würde auch nicht schaden, keine dritte Piste im Flughafen zu bauen, weil das ist genau das falsche Zeichen in dieser Zeit. Ja. Und einfach auch Minister nicht einzustellen, die auf Bierzelten sagen, dass der Klimawandel eigentlich gar nicht gibt, ja, oder beziehungsweise nicht menschgemacht ist. Wir finden es vor allem wichtig, ein Warnsignal an die Politik zu setzen und natürlich auch an unsere Generation, können die Verantwortung von uns eigentlich auch nicht abschieben, weil wir sozusagen eigentlich die letzte Generation sind, die jetzt was ändern können. Einerseits die Verantwortung der Politik und andererseits der Menschen, der Generation. Was ist denn die Verantwortung der Politik genau für euch? Ja, dass sie die Gesetze und Rahmenbedingungen schaffen, dass wir möglichst klimafreundlich leben können. Ich meine, wir können selber als Einzelne auch viel tun, aber es ist einfach viel wichtiger, dass die Politik die Gesetze und Rahmenbedingungen dazu schafft. Genau, das ist es an die Politik und gleichzeitig soll es auch ein Aufruf sein an jeden Einzelnen, dass wir alle etwas tun können in unseren alltäglichen Handlungen. Wenn man zum Billa geht oder zum Spar oder zum Merkur, ein eigenes Sackerl mitnehmen und nicht immer mit den Plastiksackerln. Einfach mitdenken, unnötige Autofahrstrecken vermeiden. Vielleicht auch unnötige Flugreisen. Ich möchte auch einmal später meinen Kindern nicht nur von Eisbären und so weiter erzählen können, sondern ich will mit ihnen auch ihnen auch zeigen können, hey, da leben diese und diese Tiere. Und generell die Umwelt ist viel zu wichtig und es wird viel zu wenig für sie getan. Und habt ihr bestimmte Forderungen an die Politik oder an andere Akteure? Auf jeden Fall eine Pflicht ist, dass alle das Pariser Abkommen unterzeichnen müssen, was immer noch nicht alle Staaten haben. Genau, dass wirklich gesetzliche Richtlinien gesetzt werden. Dass nicht man sollte es tun, sondern man muss es tun. Dass zumindest da angefangen wird, Recycling etc., dass das wirklich Pflicht wird. Wir sind allesamt BOKU-Studierende und da lernen wir natürlich viel über Nachhaltigkeit und die Implikationen vom Klimawandel und die ganzen Aspekte, was das impliziert, und deshalb ist es für uns notwendig, dass wir eben auf so einen Streik gehen, damit die Politik endlich einmal reagiert und das ernst nimmt. Dass die Politiker auch was machen und Politikerinnen und dass wirklich die dafür zahlen, die für die Verschmutzung verantwortlich sind, was man halt am besten durch eine CO2-Abgabe zum Beispiel machen könnte. Aber es geht ja nicht nur um CO2, sondern es gibt so viele Dinge, wo wir die Umwelt verschmutzen. Und es sollte halt einfach eine gewisse Kostenwahrheit bestehen. Also dass die Kosten verursachen in unserer Umwelt, dass die wirklich zahlen, also große Konzerne vor allem. Habt ihr noch Forderungen an die Politik, die ihr nennen wollt? Ja, prinzipiell, also wie man auf unserem Plakat sieht, Züge sollten billiger werden und Flüge sollten teurer werden. Und meiner Meinung nach sollte eben die Bürde weg vom Konsumenten gehen und da endlich politisch Lösungen gefunden werden.
Es kann einfach nicht sein, dass ein Flug nach Rom zum Beispiel 20 Euro kostet und der Zug dann 100 Euro oder so. Ich bin ursprünglich Gärtner, das ist mein Background und deswegen habe ich immer einen sehr engen Zugang zu der Erde, zu den Pflanzen, zu den Ökosystemen, in denen wir leben. Ich glaube, dass es halt darum geht, dass wir einen Weg finden müssen, gemeinsam quasi wieder diesen Zugang zu schaffen, dass wir nicht die Bäume als ein Objekt sehen, sondern dass es auch ein Subjekt ist. Natürlich, wir können das schon auch fällen und damit Häuser bauen. Ja? So, wir studieren beide Architektur und natürlich, man versucht auch, dass man halt Wohnraum schafft, der nachhaltig gebaut ist. Ja. Ich finde es sehr positiv jetzt, dass Greta Thunberg diese Plattform bekommen hat, dass darüber gesprochen wird. Ja. Aber gleichzeitig ist es natürlich, hat es auch diesen bitteren Beigeschmack, dass in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 20 Jahren Dutzende indigene Aktivisten in Honduras, überall in Lateinamerika, in Afrika, in Indonesien und anderen asiatischen Ländern, dass viele von denen, die sich genau gegen die Abholzung, gegen ihr Land beschützen wollen, dass viele von denen ermordet wurden und die nie diese Plattform bekommen haben. Dass man nie bei uns in den Medien davon berichtet wurde und dass auch dass ein bisschen so ein blinder Fleck ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir halt auch von diesen Erfahrungen lernen, von den indigenen Völkern, ihren Zugang zu der Natur. Warum bist du heute da beim Klimastreik? Also ich bin eben größtenteils heute da, um eben etwas zu verändern, weil ich bin der Meinung, dass die Politiker eben viel zu wenig dagegen unternehmen und eben dadurch, dass ich hier bin, bewegen wir auch die Politiker dazu, eben etwas zu machen. Und hast du eine Meinung, was die Politiker machen sollten, wenn du entscheiden könntest? Naja, die Politiker sollten schon viel mehr einfach auf die Menschen hören, eben, weil solche Demonstrationen gibt es eben nicht zum ersten Mal und viel verändert hat sich trotzdem nicht. Was bedeutet Klimawandel für dich? Oder? Der Klimawandel ist schon im Gange, meiner Meinung nach, weil eben beispielsweise die letzten Jahre waren die heißesten Jahre, die es jemals gab. What we've seen is that for the last 30 years this problem has been known, but science didn't really have the right language to communicate that to the public. And as we can see, Greta Thunberg did it in a very logical, consequential way, and she used metaphors and a very simple language, and suddenly people are really understanding it. So for us, I think it's also a big thing to think about, what kind of language we're going to use in the future to really internalize sustainable thinking and thinking. I mean, of course, climate change is at the core of living in a sustainable planet.